Brüste sind ein fucking Rätsel. Peace Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Kostas Kind. Vor einiger Zeit hatte ich mal ein Video hochgeladen, das Vorteile am Gay-Sein hieß und sehr zu meiner Befriedigung. Naja, kam das Video auf jeden Fall sehr gut an und ihr habt euch gewünscht, dass ich einen weiteren Teil dazu mache. Was soll ich sagen? Mir macht es mega Spaß, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und meine Freunde danach zu fragen, welche Vorteile sie so am Homo-Sein festgestellt haben. Deswegen fiel es mir nicht schwer, einige neue Dinge zusammenzutragen und die präsentiere ich euch jetzt. Natürlich kann man dieses Video nicht besser einleiten als mit folgendem Clip. Vorteile am Schwulsein! Yeah! Gut, und dann wünsche ich euch viel Spaß, oder? Okay, schon gleich den ersten Punkt fand ich mega spannend. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was es für einen krassen Vorteil hat, wenn eure Eltern automatisch davon ausgehen, dass ihr hetero seid? Ja, du denkst jetzt erstmal, was Vorteil? Outing? Mega scheiße? Stress as fuck? Aber hast du schon mal über folgende Situation nachgedacht? Es gibt auch diese Eltern, die, sobald sie feststellen, dass ihr kleines Mädchen kein kleines Kind mehr ist, sondern ein actual Teenager, der Interesse an Boys oder Girls hat und einen Typen mit nach Hause bringt, zu diesen überkrassen Stalkern werden. Hallo! So, Schatz, diese Tür können wir ja offen lassen, solange dein Besuch da ist. Weißt du was? Wer braucht schon Türen? Wir können sie auch einfach abbauen. Ja, und du denkst jetzt, okay, man kann es auch übertreiben, aber Bitch, ich kenne jemanden, der mit 15 eine Freundin hatte, deren Zimmer keine Tür hatte. Ja. Ich meine mich damit. Und glaub mir, es war eine schwierige Zeit. Let me tell you this. Wenn du einfach ein fucking Teenager bist, dessen Hormone komplett überschwappen und das Einzige, woran du denkst, du weißt schon ist, aber sowohl die Mutter als auch die Schwestern alles hören können, was ihr tut oder nicht tut, weil ihr nicht tun könnt, weil die sonst mithören würden, was ihr tut, und wer will schon, dass die Schwestern und Mütter dabei zuhören. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Typ bist, der schwul ist und noch nicht geoutet und du einen Typen mit nach Hause bringst, dann werden deine Eltern wahrscheinlich einfach denken, dass es ein Casual-Freund aus der Schule ist. Das ist gut. Und euch dann, wie es sich für normale Eltern, die ihre Grenzen kennen, in Ruhe lassen. Boys and Girls, it's time to Wow, okay, ich bin ein schlechtes Vorbild, vergessen wir das einfach. Next! Okay, Leute, also, ich habe schon relativ oft gehört, dass der Sex zwischen Gleichgeschlechtlichen besser sein soll, weil die Person, die bedient, ja weiß, wie sich es für die Person, die empfängt, anfühlt, right? Ich meine, ich kann da natürlich jetzt nicht für Girls sprechen, aber Dude, in meinen Augen, Brüste sind ein fucking Rätsel. Ich kann sie anfassen, ich kann sie massieren, ich kann sie drücken oder abschlabbern oder so, aber ich habe ja selber keine Brüste, also how the fuck should I know, wie sich das anfühlt so? Sag es mir! Ich meine, ja, ich kann natürlich einfach mal machen und dann gucken, wie sie reagiert und hoffen, dass sie mich dann danach nicht anlügt, wenn sie mir dann traurig den Kopf streichelt und sagt so, hey, gut. Nee. Ich bleibe lieber bei Typen, bei denen ich den Körper kenne und bei denen ich weiß, was ich machen muss, damit ich das erreiche. Es ist doch wirklich so, oder? Weil ich weiß ja, wie es sich anfühlt, wenn jetzt ein Typ, meine Gurke, ihr wisst schon so. Aber wenn ich bei einem Mädel so da rumfummel, dann whatever so. Okay. Next! Eine Freundin von mir meinte außerdem, dass die Erwartungshaltung bei Same-Sex irgendwie spannender sein könnte, weil, guck mal, wenn du einen Mann und eine Frau hast, dann ist es ja immer so, dass, warte kurz, der Mann seine Frühlingszwiebel in die Sushi-Rolle der Frau reinpackt. Aber, geil. Aber wenn es zwei Typen sind oder zwei Mädels, dann bleibt die Frage halt offen, wer aktiv und wer passiv ist. Und ich weiß, dass euch diese Frage bei meiner Beziehung noch immer den Schlaf raubt. Next! Okay, als nächstes folgende Frage. Ist es nicht angenehmer, wenn die Person gegenüber weiß, wie formuliere ich jetzt diesen Satz, ohne irgendjemand anzupissen, vom Sexismus her? Aber wenn der Gegenüber einfach weiß, welche geschlechterspezifischen Schwierigkeiten man so hat. Okay, let me explain. Also ich war zum Beispiel vor kurzem in einem Comicladen und da habe ich so ein Buch gesehen, der hatte so kurze Comicstrips drin und tatsächlich haben sich nicht wenige mit der weiblichen
weiblichen Periode, dumm, mit der Periode der Frau beschäftigt. Und oh mein Gott, ich war so schock einfach. Es war nämlich immer so dargestellt, als würde so ein Monster mit so fetten Reißzähnen in die Innenseite des Unterleibs beißen und so. Und das Mädchen ist immer so richtig schmerzverkrümmt zusammengebrochen. Und ich dachte so, what the fuck? Und dann gucke ich nur so zu meiner Freundin und sie sagt so, ja, das ist sehr akkurat. Und ich dachte so, ich habe mich dann einfach so gefragt, ist es nicht angenehmer, wenn die andere Person das auch hat? Nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Nein. Next! Okay Leute, jetzt mal hands down, not gonna lie. Einer der Hauptgründe, warum ich den Christopher Street Day so sehr liebe, ist, weil ich endlich mal die fucking Bitch bin, die Getränke ausgegeben bekommt. Als ich das erste Mal auf dem CSD in Hamburg war, war ich so overwhelmed, weil der Typ hat mir ein Getränk ausgegeben, der Typ hat mir irgendwie Mutzen geschenkt und ich war so, I must look good today. Ich weiß ja nicht, ich habe schon das Gefühl, dass so standardmäßig es eher die Mädchen sind, die Getränke ausgegeben bekommen. Und dann frage ich mich so, hallo, hört ihr nicht ganz stark Sexismus an der Tür klopfen? Vielleicht bin ich auch eine broke Bitch, die gerne Getränke ausgegeben bekommen möchte. Next! So, das letzte ist ein etwas ernsteres. Aber ich hatte das so total schön formuliert gesehen, deswegen wollte ich das gerne mit hier reinnehmen. Ich hatte das online gefunden. Normalerweise bin ich ja nicht so der Fan davon, dass wenn man sagt, okay, weil ihr beide schwul seid, habt ihr den besten Grund für eine gute Freundschaft, weil ich denke mal so, beige. Nur weil wir beide Typen heiß finden, heißt das nicht, dass wir auch den gleichen Musikgeschmack haben oder dieselbe Weltanschauung. Aber was ich halt trotzdem irgendwie zutreffend fand in diesem Beispiel war, dass er halt gesagt hat, es kann einem ein gutes Gefühl geben, wenn man weiß, dass die andere Person auch weiß, ja, welche Struggle man so im Leben hat. Von, okay, wer bin ich überhaupt, das innere Outing, dann das seinen Eltern zu erzählen, dann eventuell mit Diskriminierung klarkommen zu müssen, dann halt dieser ongoing Kampf für Gleichberechtigung und so. Ja, es ist einfach cool, wenn du weißt, dass die andere Person mit den gleichen Sachen so zu kämpfen hat und das ist dann irgendwie schön. Wie gesagt, das muss nicht heißen, dass man deswegen beste Freunde wird, aber manchmal kann einem das ein sehr smoothing Gefühl geben, so. Okay, Leute, so. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ihr es mir glauben könnt, aber ich habe tatsächlich noch mehr Sachen. Also wenn ihr noch mehr Sachen hören wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls es euch interessiert, ich hatte übrigens vor einem Jahr ungefähr mal so eine Videoreihe gemacht, die nannte sich Gay Boys Problems und da bin ich auf die Problems eines Gayboys eingegangen anhand von einer Twitter-Page und das ist auch mega, mega cool geworden. Also wenn dich sowas interessiert, kannst du es ja mal auschecken. Diese Woche Freitag kommt ein Video, was relativ untypisch ist und was ich so in der Form noch nicht gemacht habe. Es geht nämlich so ein bisschen um ein Twitter-Beef, den ich hatte. Ja, aber es ist wirklich spannend. Also das Thema, worum wir uns gebeeft haben, ist wirklich sehr spannend. Deswegen check das Video gerne ab. Und dann vielen Dank an Yannick für den Schnitt dieses Videos. Fühlt euch gedrückt und wir sehen uns dann am Freitag. Bis dann, Leute. Bye, bye.